Frau von der Au, Sie können seit einigen Jahrzehnten Geistwesen sehen und mit ihnen auch sprechen. Können Sie für neue Zuhörer kurz schildern, wie Sie Geistwesen wahrnehmen und wie Sie mit diesen sprechen können? Ja, also das haben wir vor vielen Jahren gelernt und geübt, und dann übt man zuerst etwas das Spüren und später dann auch das Sehen, und ja, man spürt sie einfach, sie ist jemand im Raum, und dann, wenn es einem interessiert, schaut man genauer hin und dann sieht man die so als halbdurchsichtige Wesen, würde ich sagen, je nachdem. Und frisch Verstorbene, die kann man sehr gut sehen, weil die noch ganz viel irdisches Od an sich haben. Ja, so in diese Richtung kann man sich das vorstellen. Ich muss aber noch sagen, das Spüren zum Beispiel, das ist gar nicht so selten, weil eine Krankenschwester hat mir gesagt, wenn sie Abenddienst hat, dann sagt man, der und der und der ist vielleicht am Hinübergehen oder so. Dann geht sie ins Krankenzimmer und spürt dort, wo eine große Anwesenheit ist, wo sie also spürt, das sind viele Wesen, der wird in meinem Dienst gehen. Und bei den anderen, wo sie noch nichts spürt, die bleiben noch 2, 3 Tage oder so. Also es könnten auch andere Menschen das spüren, wenn sie etwas achtsamer wären. Braucht es dazu eine gewisse mediale Begabung für das Sehen und Hören? Ja, das schon. Ich denke schon, eine gewisse Grundstruktur oder was muss da sein. Aber ich sehe auch, wenn etwas wichtig ist, sehe ich, wie mein Schutzgeist mir da Energie auf den Kopf legt, und dann weiß ich genau, aha, er gibt mir Energie, dann sollte ich noch etwas genauer hinschauen. Und das dritte Auge kann man extra mit Übungen öffnen oder verbessern oder so. Ja, es gibt da schon sehr viele Möglichkeiten, um das zu erlernen oder zu verbessern. Bei Nahtoderfahrungen berichten die Betroffenen von ihren Einblicken, die sie aus der jenseitigen Welt mitnehmen konnten. Oft kommt von Kritikern das Argument, dass diese ja noch gar nicht gestorben sind. Das richtige Sterben sei dann sicher anders. Was sagen Sie dazu? Also es gibt ja verschiedene Faktoren. Wenn jemand ein Nahtoderlebnis hat oder in einer Ohnmacht sich nachher erinnert, was er während der Ohnmacht eben drüben erlebt hat, da geht nur der Geistkörper hinaus. Der Geistkörper geht bei einem Schock, bei einem Schreck, bei großen Verletzungen geht er sofort hinaus. Und energetisch ist das Sterben etwas noch zusätzlich, weil da müssen noch die Geistkörper mitgenommen werden. Aber was ich so, obwohl ich nicht so viele solche Sachen lese, aber doch mitbekommen habe, die ein Nahtoderlebnis haben, spüren doch auch, wie auch jemand, der gestorben ist, was gut war und was weniger gut war und was vielleicht diese geistigen Zusammenhänge sind. Aber eben, es ist ein jenseitiges Erleben, und es geht ja so plötzlich, ja, wie auch sonst bei einem Unfall geschehen. Der Geistkörper geht raus und vielleicht muss er wieder zurück in den Erdenkörper. Das merkt er ja dann im Spital oder wenn sie das reparieren können. Und sonst bleibt er draußen. Nein, irgendwo ist die Situation sehr ähnlich. Sie haben gesagt, er muss noch etwas mitnehmen, wenn er richtig stirbt. Ja, der Mensch hat verschiedene Energiekörper. Das sind auch verschiedene Sicherheiten. Sonst könnte er auf der Erde gar nicht leben. Und wenn er hinübergeht, muss das sorgsam herausgelöst werden und muss mitgenommen werden. Und zum Beispiel das Schlimmste sind Brandunfälle. Wenn diese Energiekörper ganz stark geschädigt sind, muss dann einer, der daran stirbt, im Jenseits ziemlich lange in ein geistiges Spital, bis das alles wieder geheilt ist, weil das sind Energiekörper, die wir einfach brauchen. Die sind noch relativ wenig erforscht, aber es sind Energiekörper, die sorgfältig hinaus müssen, und da habe ich auch schon Verschiedenes gesehen, wie das schon gelöst wurde oder so. Ich kann Ihnen das mal irgendwann noch erzählen. Ja, das ist dann das Spezielle. Und wenn man eben sowieso wieder zurück muss, dann geht eben nur der Geist hinaus für eine kurze Zeit und muss wieder zurück in den Erdenkörper, weil der Schutzgeist weiß ja, ob der gehen darf oder ob er wieder zurück muss. Und der schaut dann schon. Wenn Sie mit Verstorbenen sprechen, haben Sie solche auch schon gefragt, wie sie ihr Sterben erlebt haben? Ja, das war in letzter Zeit mein besonderes Interesse, weil viele haben gesagt, ich habe nichts bemerkt. Ich war einfach plötzlich drüben.
Und dann haben wir überlegt, das müsste man eigentlich einmal genauer fragen. Und dann habe ich da einiges gefragt und einen Teil hat mein Schutzengel gesagt, soll ich Ihnen vorlesen. Es soll nichts vergessen gehen. Ich hole auch etwas noch aus in der Geschichte. Also unsere Männer trafen sich öfter zu einem Glas Wein am Feierabend. Dann verstarb plötzlich einer von dieser Gruppe und wir waren alle zur Trauerfeier eingeladen. Anschließend trafen wir uns in dem Lokal, wo sie ja immer waren. Bald kam das Gespräch auf den Verstorbenen und man zählte alle Fehler seines Lebens auf und Charaktereigenschaften, die man nicht so schätzte. Als ich so herumschaute, erblickte ich den Verstorbenen im Eingangsbereich des Restaurants und ich sagte ihm mental, er solle doch weggehen, er müsse sich das doch nicht anhören. Da zeigte sich aber sofort sein geistiger Begleiter. Er hielt ihn fest und er hat gesagt, doch, er muss das anhören. Und irgendwann am Abend waren sie dann entschwunden. Später kam das Gespräch auf das Thema, was jeder so für einen Glauben hat. Der eine erzählte, sie glauben an die Reinkarnation. Ein anderer erzählte, er glaube einfach an eine höhere Macht. Und wieder ein anderer erzählte, er glaube an Gott, aber so genau Näheres, das wisse er eigentlich nicht. Und Pitt, eben, der mir sich bereit erklärt hat, vom Sterbevorgang zu erzählen, der sagte damals in diesem Restaurant, ich glaube an gar nichts. Wenn das Leben vorbei ist, dann bin ich gestorben, dann ist Schluss. Und Pitt war eigentlich ein edler Mensch, wohlwollend, fröhlich, und wir konnten fast nicht glauben, dass der so hart sagt, dann ist einfach alles aus. Und am Schluss sagte ich, lieber Pitt, in 50 Jahren besprechen wir dann das nochmal da oben. Er empörte sich lachend und sagte, dann lebe ich ja gar nicht mehr. Und einige Zeit später sah ich zufällig, dass eben dieser Herr da in den Krankenwagen verladen wurde und dann mit Blaulicht und Sirene weg ins Spital. Ja, im Alter kann es das geben, obwohl er noch nicht so alt war. Und dann, einige Zeit später, erzählte man uns, also Freunde erzählten das uns, der Pitt sei im Spital verstorben. Und wir waren ganz perplex. Und wie wir da zusammensaßen, kam der Pitt ganz in meine Nähe und zeigte sich so. Aber wir waren in dem Dorfcafé, es war überhaupt nicht möglich, etwas näher mit ihm zu sprechen, weil wenn alles so unruhig ist, dann geht das nicht. Und seither habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und als ich mich eben gedanklich vorbereitete, jetzt mal nachzufragen bei diesen Verstorbenen, die da immer herum sind, wie das Sterben sich abgespielt habe, da kam er selber her zu mir, ich hatte ihn lange nicht mehr gesehen, kam er her zu mir und sagte, ich werde dir darüber erzählen. Und dann hat er erzählt, er war dann im Spital und hörte auf den Herzschlag. Er dachte, jeden Moment könnte das Herz aufhören zu schlagen. Dann irgendwann hat er bemerkt, dass so wie ein ganz weiches Kleidungsstück ihm ausgezogen würde. Und er war aus der Modebranche und hat dann so hingefühlt, was das jetzt für speziell etwas schön Weiches war. Und später habe sich etwas Ähnliches nochmal ereignet, aber es habe sich wie ein anderer Stoff angefühlt. Und dann plötzlich sei er neben dem Bett gestanden. Nachher sei er über dem Bett geschwebt. Und er war ganz durcheinander. Und als er dann so über dem Bett schwebte, da merkte er, dass es vielleicht doch noch etwas anderes geben würde nach dem Erdenleben. Er entschuldigte sich in aller Form, so sagte er mir, dass er nichts geglaubt habe. Er wusste nicht, bei wem er sich entschuldigte, aber er spürte im Innern, dass das einfach ein Fehler war und dass er sich einfach einen Fehler eingestehen müsse und sich entschuldigen. Kurz kam ihm seine Mutter in den Sinn und irgendwie schon war er drüben im Jenseits. Dann befragte ich ihn mehrmals, wie es denn drüben im Jenseits gewesen sei und was er da alles erlebe oder wo er wohne.
Und er wollte einfach keine Auskunft geben. Irgendwie hat er sich geniert oder so. Und dann hat sein Beschützer Auskunft gegeben. Und dann wurde auch der Pitt etwas gesprächiger und hat gesagt, er wurde drüben von einem schon länger verstorbenen Bekannten aus dem Dorf, der aber keinerlei Ansehen hatte, von dem wurde er drüben empfangen und über das Wichtigste orientiert und in ein Haus begleitet. Und dann hat er so gesagt, ja, du weißt ja, ich bin ein fröhliches Naturell. Ich habe das gut überlebt, wie der das gemacht hat. Dann hat Pitt noch weiter gesprochen und dann merkte ich, sobald ich so richtig zuschalten kann ins Jenseits und ganz stark mit dem Jenseits verbunden sein kann, dann kommt wie das Video zu dem, was der jeweilige erzählt. Und zusammengefasst, was er erzählt hatte, Pitt lebt jetzt an einem großen See, in einem offenen Haus. 2 Wesen leben dort pro Haus. Es hat so südländische Pflanzen, einige Blumen auch und einen Sandstrand. Er hat Papier und Schreibzeug und muss wie alle hier aufschreiben, wann ihm der Gottesglaube abhanden kam. Warum sie die Gotteskraft nirgendwo gespürt haben, zum Beispiel in der Natur oder so. Sie müssten sehr oft in den Unterricht. Der Weg zum Unterricht unter freiem Himmel führt durch Schilf, dem See entlang, ziemlich weit. Und der Schilf wachse so auf kleinen Inselchen, vielleicht 1 Meter Durchmesser oder manchmal sogar weniger. Und diese Inselchen seien sehr wackelig, wenn er an irdische, oberflächliche Dinge denke. Und sobald er sich dann wieder zur Ordnung rufe und an höhere Sachen denke, zum Beispiel, ich lebe im Staate Gottes, dann werden die Inseln ganz stabil und dann könne er den langen Weg da zu dieser offenen Unterrichtsebene gut zurücklegen. Dort sei ein Engelwesen, ein schönes Wesen, komme immer von oben herab und sie müssen zuerst repetieren, was sie vorher alles gelernt haben und dann werden sie weiter belehrt. Und er habe schon irgendwo gehört oder erfahren, dass er später auf die Erde zurück müsse, um Menschen wieder zu inspirieren für den Gottesglauben. Und der Beschützer, der war ja eben einige Zeit da, der hat mir einmal zwischendurch gesagt, sie hätten Pitt sehr gut einmal einfach in der Nacht holen können, weil seine Lebensuhr war abgelaufen. Aber weil er so ungläubig war und das dem Beschützer sehr wehgetan hat, dass er nicht auf eine Inspiration gehört hat, einfach ohne Gottesglauben so dahingelebt hat, hat der Beschützer das inszeniert, dass er mit Blaulicht und Sirene ins Spital kommt, dass er denkt, das Leben könnte ja doch einmal zu Ende sein und hoffte, er käme dann noch etwas zu einem Gottesglauben. Und der Beschützer hat mir da zwischendurch in den Pausen auch erklärt, also es gäbe ganz erhabene Engel und dann in der Hierarchie nochmal andere Engel. Und unten seien sie die vorgeschobenen Wesen, sie seien Verstorbene, die sehr gut geschult werden und müssen dann auf die Erde gehen und Menschen begleiten und betreuen. Das sei also eine Riesenschar, diese vorgeschobenen Wesen. Und er war eben bei diesem Pitt abdelegiert. Und dann hat es mich irgendwie interessiert, dann habe ich gefragt, ja, und wann hast du dann auf Erden gelebt? Und dann sagte er, im 18. Jahrhundert. Und dann ging mir so der Gedanke durch den Kopf, ob er vielleicht im Erdenleben gläubig war oder nicht. Und dann hat er gesagt, damals waren alle Menschen gläubig. Und alle haben gebetet und alle gingen zur Kirche. Und sie hatten also viel zu tun, um das tägliche Brot für ihre Familien zu verdienen. Seien auch viele Kinder gewesen, manche Kinder seien gestorben, junge Mütter seien gestorben. Und sie hätten natürlich innig gebetet und das Gebet, gib uns heute unser täglich Brot. Sie haben gewusst, was sie beten und bei den heutigen Menschen sei das ja schon etwas schlimm. Ja, das hat er mir so beiläufig dann noch erzählt und dann hat er noch gesagt, ja eben, ihr seid auf der Prüfstation Erde, aber es weiß, glaube ich, keiner, dass wir das sind. Und hat den Kopf geschüttelt und
sehr traurig eigentlich da in die Welt geblickt. Haben Verstorbene, die vorher nicht an ein Leben nach dem Tode glauben, mehr Mühe, sich in der jenseitigen Welt zurechtzufinden, als solche, die vorher schon von einem Leben nach dem Tode überzeugt waren? Also nach meinen Erfahrungen, nach meinen Gesprächen hängt es eher vom Charakter ab. Wenn einer plötzlich in einem fremden Land notlanden muss, der eine findet sich zurecht, der andere ist ganz kompliziert. Das Problem finde ich eher, wenn einer gläubig ist, kann er viel schneller den richtigen Weg machen, und einer, der ungläubig ist, der hat nicht so gute Voraussetzungen, nicht so gute Betreuung. Man kann nicht sagen, es gibt den Staat Gottes nicht, und dann kommt man her und die setzen alle Hebel in Bewegung, um einen zu fördern, heraufzukommen. Aber sonst, wenn jemand anpassungsfähig ist, so wie ich gehört habe von diesen Bekannten und so, ja, die sind schnell bereit, aber eben, es wird schon Zurückhaltung geübt bei denen, die das ablehnten. Und ja, da ist noch ein Unterschied. Wenn einer nur still für sich ungläubig war, dann geht das noch. Aber wenn einer andere vielleicht sogar ausgelacht hat oder im Kollegen im Arbeitskreis gesagt hat, ich bin ungläubig, und das so etwas verbreitet hat, das wird nochmal als Zusatzschuld angerechnet. Das habe ich mal mitbekommen von einem. Haben Sie noch weitere Beispiele von Verstorbenen, die von ihrem Übergang berichtet haben? Ja, da kann ich Ihnen noch Verschiedenes erzählen. Also das eine ist Fred, das ist noch nicht lange her, habe ich in der Zeitung so die amtliche Todesanzeige gelesen. Und dann dachte ich, was, der ist verstorben, der ist ja viel, viel jünger wie wir. Und konnte ihn gedanklich gar nicht loslassen, holte sogar nochmal die Zeitung hervor, habe nochmal das Geburtsdatum gelesen, und dann saß der plötzlich neben mir. Und dann habe ich ihn freudig begrüßt, und dann habe ich gesagt, du bist ja ein ganz analytischer Mensch, jetzt erzähl mal, wie war denn das da mit dem Sterben? Und sagte er, oh, ich habe nichts bemerkt. Da habe ich gesagt, ja doch, erzähl mir doch, wie war es denn im Spital? Und dann hat er erzählt, im Spital habe er Schmerzen gehabt und sei er völlig klar gewesen. Dann sei er wieder so in einen schläfrigen Zustand gerutscht, und dann sei in der Wand, nicht an der Wand, sondern in der Wand des Spitals seien 5 Sessel gewesen, da seien 5 verstorbene Verwandte von ihm gesessen und haben immer einfach zu ihm zum Bett hingeschaut. Dann merkte er, dass er so schweben konnte, dann ist er dann aus dem Spital geschwebt, dann interessierte ihn Verschiedenes, ist er in sein Heimatdorf geflogen, hat er gesagt, und hat sich Verschiedenes ganz genau angeschaut. Dann dachte er, ja, wenn das so einfach geht, will ich noch bei meiner Frau vorbeischauen. Und die sei da in der Wohnung gesessen, habe in einer Zeitschrift geblättert, zufrieden und so. Dann habe er also mehrmals solche Ausflüge gemacht, und dann einmal dachte er, ja, jetzt gehe ich doch noch wieder bei meiner Frau vorbei, schaue, wie es ihr geht. Und dann war sie am Telefonieren mit der ältesten Tochter und habe gesagt, er sei verstorben und man müsse das und das und das organisieren, und sie sei ganz durcheinander gewesen. Und dann habe er gedacht, ja, dann muss ich auch nicht mehr ins Spital zurück, sie werden mich dort nicht vermissen. Und dann sagte ich, ja, und wo bist du denn hingegangen? Dann sagte er, er sei auf dem Friedhof, habe es eine schöne Baumgruppe mit verschiedenen Bänken, und dort habe er sich hingesetzt und gedacht, ja, da warte ich jetzt, sie kommen ja dann bei der Trauerfeier schon bei mir vorbei. Und dann habe ich so intensiv an ihn gedacht, dann habe es ihn so zu mir gezogen. Deshalb sei er da. Und dann wollte ich noch irgendetwas fragen, dann sagte er, du, ich muss gehen, ich muss ins Geschäft, ich muss noch schauen. Und weg war er. Dann kommt mir noch in den Sinn ein Senior, den wir sehr gut kannten, der war in einem Pflegeheim, und das hatte ich gewusst, und irgendwann sagte mein Mann, ja, hast du gehört, der ist jetzt gestorben? Und dann dachte ich, ach, was, der ist gestorben? Dann ist der immer da herumsteht und ich schenke ihm gar keine Beachtung. Ja, das könnte er sein. Und habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen, sprach etwas mit ihm, und dann noch einige brisante Sachen vom Dorf wollte ich ihm erzählen. Dann sagte er, ja, das weiß ich, ja, das weiß ich, ja, das weiß ich. Dann habe ich gesagt, ja, wieso weißt du denn alles? Dann hat er gesagt, er war
ja, eben in diesem Pflegeheim, sehr müde bis auf die Knochen. Dann habe er sich immer mittags ja hinlegen müssen. Und dann habe er gemerkt, wie er da austreten kann, dahin fliegen kann. Und was hat ihn interessiert? Klatsch und Tratsch vom Dorf. Und da sei er in die Häuser gegangen, habe da sich angehört und dort sich das angehört. Der war bestens orientiert. Und einmal, als er dann zurückgeschwebt ist, wieder in sein Pflegeheim, hat er gesehen, dass dieser Faden, den er immer beobachtet hat, er sei wie mit einem Faden irgendwie mit dem Pflegeheim verbunden gewesen. Und dann, als er zurückflog, hat er gesehen, dieser Faden ist ganz locker und ist dann hingegangen und hat gemerkt, irgendwie bin ich nicht mehr da mit mir oder mit was weiß ich verbunden. Und dann hat es ihn doch sehr interessiert. Dann sei er ins Stationszimmer gegangen, überall habe er da die Gespräche abgehört und er wusste, ja, jetzt bin ich gestorben. Dieser Faden ist nicht mehr an meinem Erdenkörper. Das war so sein Erleben. Dann war noch die Frau Hintermann, die ist immer bei uns da auf dem Balkon gesessen und hat nie sich um uns gekümmert. Sie hat immer ins Quartier hinausgeschaut. Und dann kam sie herein, als ich da mit diesem Thema mich befasste und hat gesagt, ja, ich kann dir auch etwas berichten, das werde ich. Und dann habe ich da Bleistift und Papier hervorgenommen. Dann hat sie gesagt, sie sei zu Hause, alt und krank gewesen, sehr erschöpft. Und dann habe sie plötzlich gemerkt, wie wenn ihr ein ganz weiches Kleid ausgezogen würde. Und sie habe noch mit Körperbewegungen mitgeholfen, dass das besser ging. Und dann war sie zwischendurch noch etwas schläfrig und dann sei sie im Jenseits erwacht. Das sei ihr Erlebnis gewesen. Und dann etwas dramatischer. Da waren wir in einer Gruppe und dann sagte man, die Frau so und so, die kommt heute nicht, ihr Sohn ist tödlich verunglückt. Und hat dann das beschrieben und dann, als der Anlass zu Ende war, ging ich nach Hause und war auch sehr betroffen von diesem Erleben. Und dann merkte ich, dass dieser verstorbene Sohn ja neben mir war, ganz nervös und unruhig war er da und hat zu mir gesagt, ich müsse im Internet bei den Polizeinachrichten nachschauen, wie man seinen Unfall beschreibe. Ganz nervös und unruhig und ich habe gesagt, ich gehe selten ans Internet, nein, ich mache das nicht, ich kann das nicht. Und dann hat er gesagt, aber etwas muss ich dir noch sagen, das musst du meiner Mutter ausrichten. Als er auf der Unfallstelle war er ebenso ganz nervös, ich bin doch so zuverlässig und meine Kinder und meine Frau und mein Betrieb. Und dann sei sein Begleiter oder so ein komischer Herr zu ihm hingekommen, der nicht ein Mensch war und habe ihm gesagt, ich sag's dir jetzt zu deiner Beruhigung, du hattest einen kurzen Lebensplan und dein Lebensplan ist jetzt beendet und du musst nicht so nervös und schuldbewusst und unruhig sein. Eben, deine Lebensspanne ist beendet. Und das habe ihn ein Stück weit beruhigt, aber ich müsse jetzt das seiner Mutter erzählen. Und dann habe ich gesagt, also im Moment, ich kann dir das Versprechen nicht machen. Ich werde vorher alle Engel bitten, dass sie das im Traum machen. Und irgendwann ist er dann wieder gegangen. Und ein anderes noch kurzes Erlebnis, da war ich kurz im Spital, dann war mir gegenüber eine alte Dame und dann kam die Tochter zu Besuch und hat gesagt, liebe Mama, du musst dann ein paar Tage ins Pflegeheim. Man muss das Haus zuerst herrichten, dass du da wieder wohnen kannst mit deiner Schwäche oder so. Und dann sagte sie so, ich will sterben. Und dann dachte ich, wenn die jetzt sterben würde, wäre ja hochinteressant, das zu beobachten, oder? Und dann habe ich mein geistiges Auge eingeschaltet und dann war nur ein Wesen da am Kopfende des Bettes bei dieser Dame. Schön so aprikofarbenes Kleid, von innen so ein Leuchten. Und da dachte ich, ja, ein Wesen habe ich noch nie gehört. Ich habe immer gelesen oder auch gehört, es waren mehrere Wesen oder Verwandte waren noch da, was man da alles hört. Und bin dann eingeschlafen und als ich vielleicht nach halben Stunde, weiß ich nicht, erwachte, war das Bett nicht mehr da und die Dame war nicht mehr da. Und die Krankenschwester kam lächelnd herein und sagte, die Dame durfte sterben und hat da den Schrank ausgeräumt. Ich sofort ein SMS an eine Krankenschwester, die ich gut kenne, und habe ihr geschrieben, du bist doch bei der Spitex, da sterben ja die Menschen. Und ich wollte das doch sehen, aber es war nur ein Wesen da und dann habe ich nicht hingeschaut. Was habe ich jetzt da verpasst?
Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, ja, weißt du, die alten Leute, die wir da pflegen, die sind schon so abgelöst und entspannt. Da reicht ein Wesen, um das abzuholen und mitzunehmen. Und noch eine Verständnisfrage. Sie haben gesagt, Sie seien eingeschlafen. Waren Sie denn bei dieser Frau zu Besuch? Nein, ich war im Spital eingeliefert wegen einer kleinen Operation. Aha. Und die war eben auf der anderen Seite und dann dachte ich, das wäre doch die Gelegenheit zu schauen. Aha. Dann habe ich noch von ein paar Menschen gesehen, wie geistige Spezialisten vorher, die schon etwas ablösen. Und das hat mich zum Teil dann sehr, sehr beunruhigt. Und einer hat zum Beispiel gesagt, sein Herz arbeite nur noch zu 30%. Er habe einen Herzschrittmacher, aber müsse seine Kräfte gut einteilen. Der andere war immer hinter Verwaltungsarbeiten her und so. Und dann habe ich nochmal bei einem habe ich das beobachtet, wie er schon abgelöst ist. Dann habe ich meinem Schutzgeist gesagt, also jetzt dachte ich immer, die sterben bald, aber es ist ja gar nicht so. Und dann hat er gesagt, unsere Spezialisten müssen viele solche Vorarbeiten leisten, dass wenn einer sich furchtbar aufregt und einen Herzinfarkt hat, dass er schon abgelöst ist und dass das dann sehr gut geht, dass sie sehr gut diese Arbeit machen können. Und beim anderen mit 30% Herzleistung und so, ebenso, er kann sich noch so Sorge tragen, aber er kann sich auf der Straße oder irgendwo so erschrecken, dass er darauf sterben würde. Und wir müssen so Vorarbeiten leisten, dass diese Körper abgelöst sind, dass sie dann ohne Mühe herausgezogen werden können mit dem Geist und dass alles zusammen ins Jenseits kommt. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Ich komme noch einmal zurück zu diesen Personen im Altersheim, von denen Sie gesagt haben, sie können sich vom Körper lösen und quasi wie die Umgebung besuchen. Ist das noch häufig, dass das so ist? Ja, also das kommt, wie ich inzwischen erfahren habe, sehr häufig vor. Das kommt sogar an einem anderen Ort auch vor, in den besten Jahren. Wir hatten in unserer Kaffeerunde einen Journalisten, der kam immer da und wir hatten es hochinteressant. Dann hat eine Dame erzählt von einem Aussteigerpaar, das jetzt da in den Bergen irgendwo lebt und weiß nicht, was macht. Und dann kam der Journalist etwa 3 Tage später und hat gesagt, ich war dort, ich habe alles gesehen, ich habe alles beobachtet. Und dann haben manche so blöd gelächelt fast. Da hat er gesagt, ja, ich weiß, im Traum war ich dort, ich weiß alles haargenau, wo sie sind, was sie machen und was sie gesagt haben, da die kleine Ausstellung mit ihrer Weißküferei, die sie verkaufen. Also, wenn wir uns erinnern können, das ist ja der Punkt. Wenn der Mensch schläft, tritt ja sein Geist auch aus. Aber wir können uns ganz selten erinnern. Wir haben auch schon so Übungen gemacht, um am Morgen nachzufragen, mein höheres Selbst, was weißt du noch von der Nachtsitzung? Weil man wüsste sehr viel, wenn man das, der Punkt ist, dass man es in der Erinnerung behalten kann. Und dieser Senior, der hat ja mir das nach dem Sterben erzählt. Da waren, ob er sich vorher denn erinnern konnte, wenn man ihn am Tag befragt hätte, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber als er gestorben war, hat er das ganze Wissen beisammen gehabt, das er da erworben hat mit seinen Ausflügen. Wenn ich Ihren Ausführungen so zuhöre, so werden also alle Menschen beim Sterbeprozess von der geistigen Seite aus betreut und begleitet. Ist das so? Ja, unbedingt. Wir werden ja während des ganzen Lebens betreut und beobachtet. Höhere Engel kommen sogar extra, um zu schauen, ob wir unseren Weg machen, ob wir unsere Prüfungsstationen erfüllen. Die sind bestens orientiert über uns und sie sind natürlich auch bestens orientiert über das Todesdatum. Es kann ein Leben verlängert werden, es kann ein Leben verkürzt werden. Das muss aber bei diesen erhabenen Engeln dann wie das Gesuch eingereicht oder die Sitzung gehalten werden, wo man das macht. Aber ich konnte das in jungen Jahren auch nicht glauben. Ich habe auch schon ein Wesen gesehen. Dann dachte ich, was findet das bei mir? Ich dachte, ich bin doch ein unbekannter Mensch, ein Sandkörnlein auf der Erde. Aber der war da und hat alles inspiziert und angeschaut. War mir völlig ein Rätsel, aber jetzt mit meinem Wissen nach diesen Jahren ist das mir erklärlich. Sie kümmern sich um jeden, beobachten jeden. Und eine geistige Lehrerin hat mal erklärt,
Es sei schwierig, den Menschen zu erklären, dass die geistige Welt auch immer voraussehe. Sie können das sagen, wir seien wie unten in einem Canyon, oder? Gehen wir und die geistige Welt ist drüber und hat den Überblick und Sie sehen schon, was um die nächste Kurve ist. Sie können das eigentlich, es sei schwierig, einem Menschen das zu erklären, aber etwa so könne man das erklären. Sie sehen voraus, was um die nächste Kurve ist oder auch um die übernächste und können schon Vorbereitungen treffen. Das geht bis zum Unglück und Flugzeugabsturz. Man weiß das vorher schon. Sie schicken die Missionsgeister, die die Menschen abholen, betreuen, trösten. Die wissen alles, die haben den Überblick. Frau Fundau, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich hoffe, dass es manchen Menschen etwas Freude bereitet, etwas mehr wieder zu wissen. Danke.